Guten Morgen aus unser aller Wald. Wir haben uns schon eine Weile nicht gesehen und das liegt daran, dass wir gerade richtig viel in Lützerath sind. Das Dorf, das als nächstes dem Braunkohletagebau weichen soll. Was ist diese Situation hier? Wir sind hier gerade bei Kultur und Kohle. Das habt ihr bestimmt auch schon zum Teil in den Lützi News gesehen oder in vielen anderen Videos, die die Presse AG da so rausbringt. Lützi News! Wir wollten euch heute auch besonders von Lützerath erzählen, was so seit der Koloko dort alles passiert ist. Und das erzählen euch unter anderem Heiko und Cassio und ganz viele andere Menschen. Warte. Na dann, auf nach Lützi. Das Ende der Welt ist vorbei, meine Lieben. Keine Zeit zu verlieren. Keine Zeit in düsteren Träumen zu schwelgen, Dystopie zu fantasieren. Ja, welcome back to Lützerath. Seit dem Sommer hat sich hier einiges getan. Was ist alles seit der Koloko passiert? Na, wir hatten zuerst das Alle Bäume bleiben Festival zum Beginn der Rodungssaison. Ich bin Lara Nussbaum von der Gruppe Gegenangriff für das gute Leben. Heute Morgen haben Aktivistinnen unserer Gruppe Kohleinfrastruktur in dem Tagebau Garzweiler hier blockiert. Zu dem Zeitpunkt hat sich die Situation drüben auf der Wiese verändert. Da ist jetzt RWE Besitzerin. Eckhard Heukamp ist der letzte alteingesessene Bewohner in Lützerath und der soll von RWE enteignet werden. Es gibt eine vorzeitige Besitzeinweisung. Also bevor das Gericht erlaubt hat, dass Eckhard enteignet werden darf, dürfen sie sein Haus schon abreißen. Und gegen diese vorzeitige Besitzeinweisung hat Eckhard geklagt. Das heißt, RWE darf seine Flächen gerade nicht antasten und damit auch unser Camp nicht antasten. Was RWE aber im Moment machen dürfte, rechtlich, wäre die anderen Häuser in Lützerath abreißen, die Bäume fällen, die Wiese, auf der wir den Monopod stehen haben. Genau, dafür wurde extra Neues gebaut, neue Strukturen. Hier wird geträumt und nichts geräumt. Was für ein schönes Motto. Und dann hatten wir noch ein Festival, und zwar das Unräumbar-Festival. Ich glaube, da sind wir das erste Mal so an unsere Strukturgrenzen gekommen. Zum Frühstück an dem Sonntag waren 1200 Menschen da. Und es hat am gleichen Tag eine Fridays for Future Demo stattgefunden, zu der 5000 Menschen gekommen sind. Ende Gelände hat uns auch besucht und hier eine schöne Aktion gestartet. Wir legen heute den Tagebau Garzweiler lahm. Wir können immer noch nicht auf die sich bildende Regierung setzen, um konsequente und damit antikapitalistische und antikoloniale Klimapolitik durchzusetzen. RWE hat aber nur zugesagt, bis zum 7.1. die Füße stillzuhalten. Und theoretisch kann es sein, dass auch vorher das Gericht einfach entscheidet, dass der Eilantrag abgelehnt wird. Neben der Ende Gelände-Aktion hat noch eine andere Aktion stattgefunden, wo es eine Gleisblockade gab, wo das Kohlekraftwerk Neurath blockiert wurde. Dabei sind leider auch Menschen in der Gesa gelandet, aber mittlerweile sind alle wieder frei. Die Aktion war auf jeden Fall mega erfolgreich. RWE musste das Kraftwerk deutlich runterfahren. Genau. Und in der Zwischenzeit machen wir Lützerath natürlich unräumbar. Also wir
bauen Baumhäuser, machen es hier gemütlich. Genau, weil eigentlich geht es halt darum, dass wir jetzt auch in den nächsten Monaten, wo irgendwie diese großen Festivals sind jetzt irgendwie vorbei. Und trotzdem müssen wir ja einfach viele bleiben, weil das einfach gerade die einzige Barriere ist zwischen den Baggern und diesem Dorf. Diese Kante ist ja richtig nah. Was ist denn da passiert? Ja, keine Ahnung, die ist echt innerhalb von, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal hier war, ich glaube vor 2 Tagen. Und plötzlich ist das hier alles mega nah. Das fühlt sich schon krass an, dass jetzt die Kante so nah ist. Ja, und wir sind auf jeden Fall immer noch hier. Ja, all diese schönen Strukturen, die wir hier haben, wollen natürlich erhalten bleiben. Und dafür ist Repro-Arbeit ganz wichtig. Dazu gehört halt auch krass, dass alle Menschen, die hier sind, so partizipieren und sich einbringen und das Ganze mitgestalten. Ja, ohne Wasser keine Revolution, ne? Wir sind hier gerade im Kloputzteam. Wir sind die Mobkill Formidable, wir sind eine kollektive Aktionsküche. Hallo, ich mache hier gerade eine Awareness-Schicht. Ja, weiß ich nicht. Was ist denn das? Ein autonomer Prozess? Das ist ja hier kein, es wird irgendwem zugewiesen oder so, sondern das nehmen sich die Leute ja schon selber. Alle können freiwillig entscheiden, ja, wie viel sie machen und was sie machen. Mhm. Und am Ende sorgen wir als Gruppe dafür, dass alles gemacht wird. Repro-Arbeit ist genauso wichtig wie Bauen oder Hüttendämmen. Ohne Repro-Arbeit laufen halt einfach die Klos über. Dann können wir nicht mehr scheißen gehen. Komm, wir bauen auf, was uns aufbaut. Komm, wir packen's endlich an. Ich weiß auch nicht wie, aber fragend schreiten wir voran. Komm, wir bauen auf, was uns aufbaut. Der Fluss, an dem wir stehen, fließt noch ewig dahin. Komm, wir warten nicht auf bessere Zeiten. Hier sieht man jetzt irgendwie so, wie Naturzerstörung halt zusammenhängt mit diesen fossilen Brennstoffen, egal ob das jetzt Kohle ist oder Öl oder auch Gas, was ja irgendwie immer noch so ein bisschen als Brückentechnologie gilt, aber was auch, wie einfach alle fossilen Brennstoffe, so eine krasse Naturzerstörung nach sich zieht, die auch menschliche Gemeinschaften kaputt macht. Aber in Wirklichkeit ist das halt was jetzt in Deutschland eher versteckt stattfindet, weil wir halt andere Länder ausbeuten. Und das muss man sich halt irgendwie immer klar machen, dass das hier jetzt nur so ein kleiner Ausschnitt ist. Ja, genau. Und um das so ein bisschen anzugehen, mit Bewegungen aus dem globalen Süden kennenzulernen, haben wir Oscar Sampaio gefragt, der gegen Fracking kämpft, von seinem Kampf zu erzählen. Muy buenas, Oscar Sampaio, desde Barrancabermeja, capital natural de la región del Magdalena Medio en Colombia. Nos encontramos aquí sobre el río Magdalena, a escasos 40 kilómetros de este punto. Se va a llevar el proyecto piloto de fracking en Colombia que va a adelantar Ecopetrol. La situación es que en este momento, y vea las condiciones del río, cómo nos encontramos en un momento donde la crisis climática, donde la naturaleza está evidenciando que se encuentra enferma. El gobierno colombiano pretende profundizar la extracción de hidrocarburos mediante la técnica del fracturamiento hidráulico, del fracking. En estos momentos se llevan a cabo varias iniciativas sociales y políticas para lograr detener el asunto del desarrollo de los yacimientos no convencionales. Una de ellas es en el Congreso de la República, donde próximamente se va a debatir un proyecto de ley con el propósito de prohibir el desarrollo de los yacimientos no convencionales y la utilización del fracking. Entonces el llamado es para poder incidir e invitar a los congresistas colombianos a oponerse a este tipo de prácticas, a este tipo de
de extracción de hidrocarburos que generaría muchas más afectaciones sobre la naturaleza. En estos municipios que se encuentran en el Magdalena Medio, en esta región, se ha habido, que ha vivido durante más de 100 años de extracción de hidrocarburos. Hay una fuerte presencia de grupos y actores armados que afectan el territorio y ha generado toda una situación de despojo, de violencia, de masacres que aún perdura en esta región. En medio de este caos social, en medio de esta situación de conflictividad, hay diferentes grupos armados disputándose diferentes rentas, entre ellas la petrolera, es que el gobierno pretende profundizar la extracción de hidrocarburos. Es impedir que cientos de pozos que se vayan o que se pretenden perforar mediante esta técnica se detengan y dejen ese hidrocarburo allá en el subsuelo, porque ese tipo de prácticas con ese tipo de tecnologías generaría y demandaría más recursos, más agua, más arena, más energía para sacar ese hidrocarburo, pero también las consecuencias van a ser mucho más lamentables por los químicos y por las prácticas que utiliza el fracturamiento hidráulico. Entonces el llamado es a poder detener este tipo de técnicas, este tipo de desarrollos de extracción de hidrocarburos y defender lo más preciado, que es la vida, es la naturaleza, es el agua que nos rodea, que está impactada. Entonces el llamado es a eso, a acompañar estas prácticas, a acompañar estas luchas, estas actividades en contra de la profundización de la extracción de hidrocarburos. Soy Son Blanco, soy el secretario de la Asociación Azopromanatí y presidente de la Junta de Acción Comunal. Pues estamos preocupados por el tema del fracking. Vamos a estar en el acompañamiento con los ambientalistas porque tenemos una preocupación grande, la contaminación que nos viene a la ciénaga, a nuestra empresa que tenemos, que es la ciénaga de Paredes, la preocupación por los manatí que tenemos aquí en la zona, que es la única especie que tenemos acá, y estamos muy preocupados por esta especie, por la contaminación que va a haber. Esperamos que las otras organizaciones nos apoyen y vamos a dar la pelea. También hace parte de la ciénaga, también come de esta ciénaga, entonces ¿cómo vamos allá también para que ellos también, el pueblo, se manifieste? ¿Sí? Por eso hoy invité al presidente de Las Pampas, ahí está Vero, él es de la vereda Las Pampas, pero yo sé que él vino, ¿por qué? Porque él también está, como dice, preocupado por este impacto, ¿sí? Porque de todas maneras la ciénaga de Paredes, no hay otra ciénaga en Puerto Wilches que le suministre la cantidad de pescado que suministra la ciénaga de Paredes. Entonces por eso es que inclusivemente hoy estuve llamando a un presidente de una asociación de Puerto Cayumba para que ojalá pues él estuviera acá, pero no fue posible de que él me contestara. Buenas tardes, mi nombre es Héctor Cruz, soy el presidente de la Junta de Acción Comunal de Campo Duro. Pues preocupado por la situación del proyecto piloto que van a montar aquí en la zona de Puerto Wilches, pues con toda la comunidad estamos alertándonos para ver si podemos retroceder ese proyecto reuniéndonos con todas las comunidades de la zona de Puerto Wilches. Detener los pilotos de fracking, detener el fracking en Colombia es sinónimo de aportar a la preservación de la naturaleza. El llamado que hacemos a todas las personas en otras latitudes es que acompañen, compartan y se informen de lo que ocurre en Colombia en torno a la extracción de hidrocarburos. Oscar Sampaio plant auch gerade ein Projekt, in dem er 10 Podcast-Folgen und 10 Vlog-Folgen darüber machen möchte, welchen Bedrohungen und Risiken KlimaaktivistInnen in Kolumbien und in Lateinamerika ausgesetzt sind, die sich für die Natur einsetzen, gegen korrupte Politik und gegen die Interessen von großen Konzernen, die das Ökosystem und die Biodiversität zerstören. Dafür braucht er ungefähr 800 € für die Produktion und für Reisen an verschiedene Orte. Wenn ihr dafür Geld geben möchtet, unten im Video oder hier eine Verlinkung,
schaut auf jeden Fall in unsere Videobeschreibung. Und die 1,5 Grad Grenze wird ja nicht nur in Lützerath verteidigt, sondern der Kampf um Klimagerechtigkeit hier ist Teil eines riesigen weltweiten Kampfes um Klimagerechtigkeit, der vor allem von Black Indigenous People of Color gestartet wurde und heute auch noch geführt wird. Aber aktuell laufen wir ja eher auf 2,3 Grad hinaus und das, wie wir gerade schon gehört haben, verursacht jetzt schon extreme Wetter und wird das Klima nachhaltig zerstören. Auch bei 1,5 Grad ist die Welt nicht Friede, Freude, Eierkuchen, sondern auch dort wird es noch viel Zerstörung geben und weshalb es deshalb vielleicht auch gar nicht sinnvoll ist, immer von diesen Gradzahlen zu reden, erfahrt ihr dann im nächsten Video. Das war es erstmal mit dem Video heute. Das war es erstmal für heute. Schaltet gerne einfach beim nächsten Blog-Video wieder ein und schaut in der Zwischenzeit bei Instagram, Twitter von Lützi lebt und unser aller Wald vorbei. Erzählt uns weiter, macht so Herzchen oder so. Vielleicht könnt ihr auch vorbeikommen. Ja! Und lasst einen Kommentar unter diesem Video da. Kampf dem Algorithmus. Bis zum nächsten Mal. Alles dreht sich. Die Welt dreht sich.